Wachst du morgens mit Rückenschmerzen auf? Dann macht jetzt mit. Schon 15 Minuten können den Unterschied machen. In diesem Video zeige ich dir meine effektivsten Übungen gegen Rückenschmerzen speziell für den Morgen. Sanft, gezielt und perfekt, um deinen Rücken zu mobilisieren und Blockaden zu lösen. Ich bin Anja. Schön, dass du da bist. Lass uns anfangen. Wir starten auf den Bauch. Leg dich auf deine Matte. Langsam auf den Bauch mit dem Becken auf den Boden, Bein auf den Boden und komm in die Sphinx, stützend auf deine Unterarme und deine Ellenbogen. Und lass erstmal den Kopf wirklich locker aushängen hier. Hin und her bewegen. Die Verspannung in dem Rücken kommt oft von dem oberen Rücken und dann wechsle ich weiter Richtung Lendenwirbelbereich. Das ist da, wo alles sich so kumuliert und wo du wirklich den Rückenschmerzen empfindest. Aber die Quelle ist oft in dem oberen Rücken. Deswegen lass uns starten mit dem Nacken, dass du das ein bisschen hin und her lockerst bewegst. Und dann richte dich auf. Atme ein für die Sphinx. Schau, wie sich jetzt der Rücken anfühlt. Ist da viel Druck da drauf? Und von hier langsam gehe mit den Händen unter deine Schulter und drück dich weg vom Boden. Deine Beine bleiben auf dem Boden, das heißt, deine Knie, Oberschenkel bleiben auf dem Boden, aber das Becken hebt sich ein wenig. Und schau, dass du hier so hin und her bewegst, dich aushängst. Und vor allem, was wir hier bewirken, ist die Streckung der Hüftbeuger vorne. Und das ist das, was sich am meisten, wie ich finde, auch aus meiner Erfahrung anspannt, wenn man zu viel vielleicht Schreibtischarbeit hat oder zu viel Stress auch hat, dass dieser Muskel, dieser Psoas sich anspannt und dadurch auch eine richtig unangenehme Situation in deinem Rücken hier verursachen kann. Deswegen erstmal so ein bisschen aushängen und vorsichtig komme wieder zurück auf den Bauch. Und hier wieder auf die Unterarme und komm mit dem rechten Bein 90 Grad. Genau. Das ist auch hier einmal eine schöne Lockerung in dem unteren Rücken und auch schon Richtung Hüfte. Denn wenn die Hüfte verspannt ist, ist das wieder strahlt das nach oben Richtung Rücken und dann hast du auch dort Probleme. Streck den rechten Arm bitte nach vorne und geh mit dem linken Arm unter dem rechten durch, sodass du dich langsam auf die linke Körperseite bewegst. Beide Hände sind aufeinander gelegt und mit der Ausatmung öffne. Ich muss mal ein bisschen den Ellbogen anbeugen und zurück schließe wie so ein Buch. Öffne, Ellbogen Richtung Boden, Schulter Richtung Boden und wieder schließe. Mach das noch für 3 Mal. Öffnen, ausatmen, einatmen, schließen, ausatmen, öffnen. Du kannst den Arm strecken oder wie bei mir beugen. Beides ist richtig, wenn die Schulter sich schön öffnen und du eine Drehung aus deinem Brustkorb hier spürst. Letztes Mal. Und mit der Ausatmung komme zurück und noch einmal auf den Bauch. Wir haben weiterhin das rechte Bein angebeugt. Von hier versuche so eine kleine Cobra zu machen. Das heißt, geh und schieb dich mit den Händen leicht vom Boden. Und wir dehnen weiterhin das Becken und den Hüftbeuger links. Und der Rücken bekommt hier so ein bisschen mehr Raum. Atme ein und mit der Ausatmung vorsichtig wieder zurück. Und wir wechseln die Seiten. Linkes Knie zur Seite. Nochmal auf die Unterarme. Gucken, wie sich das anfühlt. Du kannst immer tiefer gehen, wenn es zu viel ist für deinen Rücken. Und streck den linken Arm nach vorne. Der rechte Arm geht unten durch. Genau auf die rechte Körperseite. Und wir öffnen den linken Arm zur Seite mit der Ausatmung. Einatmung, schließ beide Hände übereinander, als ob du ein Buch öffnen würdest. Ausatmung und Einatmung zusammenschließen. 3 mehr. Aus
Und ein. Schöne tiefe Ausatmung. Die Ausatmung ist ein lösender Prozess. Spür hinein, wie weit du gehen kannst. Noch einmal. Kurz hier halten, atmen. Und dann komm jetzt zurück und nochmal auf deine Unterarme. Und auch hier versuchen wir vielleicht ein bisschen höher zu kommen. Also in die Kobra. Heb dein Brustbein nach vorne, Schulter entspannt. Blick nach vorne, atme ein und ausatmen vorsichtig zurück. Beide Beine nebeneinander. Und nochmal für die Sphinx. Mit der Einatmung öffne den rechten Arm so wie so ein Flügel zur Seite und schließe wieder. Wechsel. Links öffnen, 90 Grad Winkel und schließen. Einatmen. Ausatmen, lösen. Einatmen. Drehe und öffne dich. Genau. Hier wirken wir auch auf jeden Fall schon auf der gesamten Länge der Wirbelsäule. Wir bewegen sie in alle Richtungen, denn dafür ist sie gebaut. Und nochmal. Okay. Und dann entspannen. Du kannst die Hände als so ein kleines Kissen nutzen für deine Stirn. Beuge deine beide Beine und schwing sie von rechts nach links. Locker den unteren Rücken hier. So wohltuend. So wie so eine kleine Massage, die du dir selbst gönnst. Super. Und dann leg die Beine wieder zurück. Drück dich von hier in Vierfüßlerstand. Und von hier kommen wir ins Kamel. Also jetzt, wo du Rückenschmerzen hast, wir dürfen nicht große und ausgiebige Bewegungen machen, sondern wirklich vorsichtig und achtsam und bewusst. Und jetzt gehen wir nicht ins volle Kamel, sondern versuchen unterstützend hier an deinem Steißbein mit deinen Händen zusammen, versuchen wir das Becken nach vorne zu schieben. Im Moment, wo du das Becken nach vorne schiebst, aktiviere deine Po-Muskulatur und die unterstützt deinen Rücken. Und auch hier die Bauchmuskulatur, dass du dich nicht sehr komplett öffnest in deinen Rippen, sondern eher so ein bisschen schließt Richtung Mitte mit der Ausatmung und aktiviere die Po-Muskulatur und schieb den Becken nach vorne. Hier ist das genau das, was wir auch im Liegen gemacht haben, dass wir uns ein bisschen ausgehängt haben. Auch hier ist das aber ein bisschen aktiver. Schieben wir die Hüfte nach vorne und dann haben wir eine wunderbare Streckung vorne in den Oberschenkeln, Hüftbeugern, also in dem Psoas-Muskel, damit wir hier den entspannen können und mit der Ausatmung locker, kurz entspannen, auch den Nacken lockern, durchatmen. Das machen wir noch zweimal. Wieder Hände auf den Becken, aktiviere deine Bauchmuskulatur, deine Po-Muskulatur und schieb das Becken nach vorne. Blick nach oben, Nacken ist lang. Atme. Und vorsichtig wieder zurück. Entspanne, locker. Und für die letzte Runde nochmal Hände auf das Steißbein. Hände zusammen, Ellbogen ein bisschen auch enger zueinander. Bauch, Po anspannen und schieb aktiv. Becken nach vorne, Herz nach oben. Blick nach oben. Atme. Vielleicht merkst du, dass du ein bisschen weiterkommen kannst. Aber das ist, genau darum geht es nicht. Nur ein Gefühl, ob du schon merkst, dass sich was in deinem Rücken löst. Ich empfinde das jedes Mal als sehr, sehr lösend. Gut, und jetzt kommen wir auf alle vier oder in alle vier. Auf alle vier. Hände unter den Schultern. Bring deine rechte Hand an deinen Kopf und mit der Einatmung dreh den rechten Ellbogen nach oben, soweit wie es geht, und schließe zum linken Ellbogen. Drehe, öffne und schließe. Noch dreimal. Öffnen
Und schließen. 2, einatmen. Und aus. Letztes Mal. Atme ein, druck die linke Hand gegen den Boden und schließe. Sehr gut. Wir wechseln die Seiten. Linke Hand an deinem Kopf. Schließe den linken Ellenbogen zum rechten und dann öffne wieder aus. Einatmen, schließen. Ein, öffnen. Gut. Noch 3. Lösen. Noch 2. Letztes Mal. Und löse. Sehr schön. Und noch eine Übung. Alle Übungen, die ich zeige, ist von der Erfahrung, das sind die Übungen, die mir immer am meisten und am schnellsten geholfen haben. Und das ist auch jetzt hier der Low Lunge. Dafür stellen wir den rechten Fuß nach vorne. Ich sage immer, diese Übung die beste, diese, aber das ist ja, wir haben ja eine schöne kleine Kollektion von den Übungen, die man richtig gut auch einzeln machen kann. Also Hände auf den Oberschenkel und hier versuch das Becken zu kippen und langsam nach vorne zu gehen. Und schön Richtung vorne, Richtung den Fuß. Du schiebst deine Oberschenkel ein bisschen weg von dir, dass du in eine Rückbeuge kommst und eine optimale hier Position für die Streckung des Hüftbeugers. Ich finde, dieser Muskel ist am meisten dafür verantwortlich, dass wir Rückenschmerzen haben, weil wenn wir nun mal viel sitzen, verkürzt sich alles und wenn der Muskel gestresst ist durch lange Sitzen oder durch Stress, den du hast, mentalen Stress, geht die Spannung sofort auf den unteren Rücken und dann genau deswegen empfindest du dann am meisten hinten den Schmerzen. Du kannst, wenn es okay ist, kannst du die Arme nach oben strecken, noch einmal hier auf. Dehnen alles und vorsichtig ausatmen. Und jetzt das vordere Bein einmal strecken. Hier ein bisschen lockern, ein bisschen bewegen hin und her. Denn die Spannung kann einmal von dem Source kommen, also von dem Hüftbeuger, die Spannung in den Rücken, kann aber auch von den verkürzten Beinen, also Rückseiten der Beine kommen. Und das lockern wir auch. Also wir haben hier eine Strategie von allen Seiten, um den Rücken schön schmerzfrei zu bekommen. Nicht nur Source, nicht nur der obere Rücken, aber auch eben die Beine. Super. Und entspannen. Wir wechseln das linke Bein nach vorne. Genau. Das gleiche hier. Wir gehen ein bisschen mehr nach vorne, dass wir Platz haben. Kippen das Becken, dass wir hier in diesem Bereich Länge bekommen, im Bereich des rechten Oberschenkels und gehen wieder hier ein bisschen nach vorne, schieben uns von den Oberschenkeln weg und spüren, was da passiert. Atmen natürlich sofort dahin, schicken gute Energie, viel Raum und Platz und wenn es okay ist, kannst du versuchen, die Arme strecken, ansonsten bleib unterstützend mit den Händen auf den Oberschenkel, dehn dich noch ein bisschen auf. Und vorsichtig bring deine Hände auf deine Matte und streck das vordere Bein nochmal aus. Sobald es geht, wie immer, du gehst nach deinen Möglichkeiten und wir bewegen aus der Hüfte mit dem Fuß hin und her, dass du das Bein lockern kannst und damit hier so ein bisschen Länge gewinnst. Wenn alles ein bisschen dicht ist, auch wieder vom Schlafen, wenn wir auf eine Seite schlafen, vielleicht uns angewinkelten Bein, das ist das, was wir natürlich auch die Beine oder ja, alles verkürzen, die Muskulatur und das ist am Morgens einfach wunderschön, sowas zu machen. Und von hier zurück in Vierfüßlerstand, noch ein paar Mal Katze und Kuh und einmal schon testen, wie fühlt sich der Rücken an, fühlt sich freier. Ich hoffe sehr, mir hilft das immer, wenn ich irgendwie schon merke, dass zu viel, vielleicht zu viel Stress gehabt oder einfach auch zu viel gemacht. Zu viel gemacht ist genau schlimm wie zu wenig gemacht. Wir müssen immer diese Mitte finden. Und
entspann, setz dich oder geh schon mal direkt ein paar Schritte und schaue, wie sich das alles anfühlt. Ich danke dir ganz herzlich, dass du mitgemacht hast. Du kannst diese Routine quasi jeden Tag machen, wenn du Spannung verspürst, und dann wirst du wirklich merken, nach einer Woche spätestens, dass alles viel freier sich anfühlt und du auf jeden Fall den Tag viel anders und besser genießen kannst. Danke dir und bis ganz bald.